Die ThyssenKrupp Steel Logistik, muss man sagen, ist wirklich so als Einheit eigentlich Rückgrat hier aller Prozesse. Bewegt 140 Millionen Tonnen im Jahr an Transportvolumen. Sind eine Menge Mitarbeiter, sind 1300 Mitarbeiter, die direkt in der Logistik tätig sind, in den Lägern, aber auch in Tochterstrukturen auf Schiffen. So 50% Bahn, 30% LKWs und der Rest ist Schiff. Produktionsvolumen von 10, 11 Millionen Tonnen Versandmaterial. Also wir haben jeden Tag, die Zahl ist schon beeindruckend, 60.000 Tonnen Schüttgut, also Erz und Kohle. Und dazwischen muss natürlich auch die Logistik funktionieren, deswegen diese Riesentonnenzahl. Also bleiben wir bei Volvo. Das ist zum Beispiel eine Outbound-Logistikaufgabe, die halt möglichst in 9 Tagen erledigt sein muss. Es wird vom Betrieb immer sehr schnell angefordert in der Logistik, weil Logistik muss anpassungsfähig und flexibel sein. Und das hat dazu geführt, dass die Mitarbeiter halt eher reaktiv arbeiten. Da braucht man eine Strategie. Dann reicht es nicht, reaktiv zu sein, man muss aktiv einwirken und steuern, frühzeitig und geplant. Und das ist das, was wir entwickeln wollen, mehr als bisher. Es entsteht eine praktische Vision, die allen auch klar ist. Und das ist erstmal unglaublich wichtig, sich da die Klarheit zu verschaffen. Im Norden, sagt ihr ja immer wieder von den Begriffen, weil es ein Navigationsprozess ist. Und das ist ja erstmal wichtig und das wird ja oft nicht gemacht. Agieren sofort, so viel zu reaktivem Verhalten. Was wir mit euch ja auch sehr konsequent gemacht haben, und das ist ja auch der Erfolgsschlüssel, ist über den Osten erstmal zu fragen, wie sieht denn die Zusammenarbeitsstruktur, was wollen Stakeholder, wie gehen wir eigentlich miteinander um, wie müssen wir das eigentlich machen, um da auch Pläne zu haben, die uns möglich machen, auch Umsetzungen erstmal zu verstehen und gemeinsam Kraft dafür zu bündeln. Das ist das, was eigentlich der Unterschied ist, bevor ich losrenne. Und dann, das ist ja das Interessante, nochmal ehrlich zu fragen, was hindert uns denn da dran im Süden? Er hat ja auch wirklich Charme und zwingt auch fast zu einer Offenbarung, die auch vielen nicht leicht fällt, um auch die richtigen Hebel anzusetzen. Weniger Geld auszugeben, pünktlicher zu sein, um in der Logistik mal zu sprechen, eine Verbindlichkeit zu erzeugen. Das ist eigentlich das, was da eine Rolle spielt. Wir haben jetzt einen Satz dafür, der heißt nachhaltige Logistik. Bei uns bewegt sich was, das wird dann auch aufgeschrieben. Eher in Meilensteinen, die man terminiert, die man gemeinsam berät. Und das schafft natürlich eine enorme Transparenz, Verbindlichkeit, das auch umzusetzen. Also eine Form von Umsetzungsstärke, die man plötzlich spürt, die auch Erfolg und Kraft gibt. Also sie spüren, dass sie etwas schaffen, weil am Ende ist ja wichtig, dass der Kunde, der Partner sagt, dass wir das besser machen. Das ist das beste Lob und das haben wir bekommen. Also neben so klassischen Prozesskennzahlen wie Pünktlichkeit, die ich eben hatte, ist es natürlich auch Geld. Unsere Logistik ist gegenwärtig zu teuer und wir haben 15 Millionen auch committed vorgegeben bekommen. Wir haben 17 Millionen geschafft, da hat vorher keiner dran geglaubt. Und das ist unter anderem auch durch die Fokussierung entstanden und durch die Vernetzung mit unseren Partnern und Kunden, weil Logistik findet überall statt. Und da haben wir mit euch gemeinsam halt viel erreicht.